Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute mal wieder bei uns im Schwarzwald und ich habe heute für euch auch was dabei, was aus dem Schwarzwald kommt, und zwar den Bürstner Kooper. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir, und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, über das Innenraumkonzept hier, Kofferraum, Fahrerkabine und auch eine kurze Runde miteinander fahren. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Den Bürstner Kooper werdet ihr da wahrscheinlich nicht finden, ihr werdet aber die Basis dort finden, und zwar ist es der Ford Transit Custom. Den gibt es einmal mit 130 PS Handschaltung oder mit Automatik oder mit 185 PS Handschaltung oder Automatik. Hier haben wir die 130 PS Variante mit der Automatik. Übers Fahren und über die genauen Motordaten werden wir später noch sprechen. Und den gibt es jetzt hier in verschiedenen Farben. Ihr bekommt ihn in Weiß, dann kostet es keinen Aufpreis. Ihr bekommt ihn in Rot, in Schwarz, in Grau oder in diesem wunderschönen Hokkaido Orange oder Hokkaido Orange. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich esse den Kürbis zwar super gern, die Farbe finde ich auch sehr schick, vor allem in Kombination mit den vielen schwarzen Elementen, die wir jetzt hier haben. Und interessant ist, dass es jetzt der erste Campingvan von Bürstner ist, der serienmäßig ein Aufstelldach hat, und das ist jetzt gerade total am Boom. Wir haben euch ja auf unserem Kanal jetzt auch schon den VW California vorgestellt, wir haben euch den Mercedes Marco Polo vorgestellt oder auch den Crosscamp auf Toyota Pro-Ace-Basis oder auch auf Opel Safira-Basis. Da gibt es echt einige Wettbewerber. So viel nur schon mal dazu, der hier ist der günstigste. Und genau deshalb möchte ich euch den zeigen, so ein bisschen im Alltagstest, was er gut kann, was er nicht so gut kann. Und darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Wir haben jetzt hier vorne einen sehr großen Kühlergrill, in der Mitte dann das Ford-Zeichen, hier unten dann auch wieder relativ viel Plastik, aber ich finde, von vorne sieht er echt ganz gut aus. Er sieht modern aus, was mir sehr wichtig ist. Vorne steht auch nochmal Active drauf. Wir haben hier das Active Pack, was das genau bedeutet, erkläre ich euch später. Und wir haben jetzt hier nochmal optional LED-Tagfahrlicht. Sehr große Leuchten, sind besonders gut in der Nacht. Wir sind dann auch mal in der Nacht gefahren. Ich habe sehr gut gesehen, und wenn wir jetzt hier in die Seite gehen, spreche ich noch über die Maße. Maße sind ja bei sowas, vor allem bei Campingvans, immer super interessant und super wichtig, und der ist jetzt 4,97 Meter lang, 1,92 Meter breit und 2,9 Meter hoch. Und das ist ein kleiner Kritikpunkt, weil mit dem kriegt man dann doch ein bisschen Angst, wenn man so eine Tiefgarage fährt oder wenn man unter einem Schlagbaum, vor allem wie Jan und ich meistens in unserem Frankreich-Urlaub durchfahren möchte, könnte das vor allem knapp werden. Andererseits ist es natürlich ziemlich geil, weil wir schlafen total gerne in so einem Aufstelldach. Ich finde das super cool, und wir können in dem Fall auch noch die Fenster oben aufmachen. Ich zeige euch das später, und das macht es für mich auf jeden Fall wieder wett. Hier an der Seite haben wir dann eine Schiebetür. Hier unten steht auch nochmal Bürstner. Wir haben jetzt hier noch so eine Plastikbeplankung mit ganz schicken Stickern an der Seite. Und ich finde den Look auch von der Seite echt gut. Scheiben sind auch abgedunkelt. Das ist jetzt vor allem durch das Holiday Pack geschuldet, beziehungsweise durch das Bus Pack. Die könnt ihr beide wählen. Holiday Pack kostet 6.500 €. Dann habt ihr eine umklappbare Bank hinten und eine Kühlbox und eben die Abdunklung. Beim Bus Pack habt ihr hinten 2 separate Sitze und auch die Kühlbox mit 41 Liter jeweils und auch die abgedunkelten Scheiben. Ich zeige euch im Innenraum dann genau, was wir jetzt hier haben. Hier haben wir auf jeden Fall die Version, mit der ihr unten schlafen könnt und auch oben. Super ist, dass ihr den auch so konfigurieren könnt, dass ihr insgesamt 6 verschiedene Sitzplätze haben könnt. Heißt, der ist sehr flexibel auf eure Bedürfnisse, zumindest ab der Konfiguration ausgelegt. Wenn wir uns jetzt das Heck anschauen, wird es interessant, denn wir haben jetzt sehr aufrecht stehende Rückleuchten. Hier in der Mitte steht auch nochmal sehr groß Ford. Bürstner jetzt auch nochmal in großen Lettern hier drüber, und auch hier haben wir wieder relativ viel Plastik, ist aber auf jeden Fall gut, weil wenn man hier was rein oder rauslädt, geht auf jeden Fall wenig kaputt. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist mal gemeinsam den Kofferraum auf. Und im Kofferraum sehen wir schon die ersten Dinge, die jetzt hier wichtig sind für unser Campingerlebnis. Und jetzt gehe ich mal hier hoch und fange vielleicht erstmal an mit dem Wasser. Wir haben jetzt hier einmal einen Duschzugang und einmal eben den Frischwassertank. Der Frischwassertank und der Abwassertank hat jeweils 40 Liter. Das ist auch eine gute Größe, damit kommen Jan und ich auf jeden Fall mindestens eine Woche aus.
Wir duschen aber auch nicht, wir kochen nur damit. Ich glaube, wenn man duscht, müsste man öfter das Wasser nachfüllen. Und hier auf der Seite haben wir dann auch noch den Strom, den zeige ich euch auch noch schnell. Hier könnt ihr dann auf dem Campingplatz eben den Strom anschließen. So, und jetzt schauen wir uns mal den Kofferraum an. Und hier gibt es jetzt relativ viel zu entdecken. Fangen wir vielleicht erstmal mit dieser variablen Schublade hier an. Die können wir jetzt hier so rausziehen und wir haben die jetzt so ein bisschen als Krustelschublade benutzt. Heißt, wir haben jetzt hier alles Mögliche drin, wie beispielsweise Warnwesten, haben hier auch verschiedene Kabel nochmal drin. Sehr praktisch, hier kann man alles reinschmeißen und vor allem klackert dann auch nichts rum. Kann es jetzt hier auch so zumachen mit so einem Druckpunkt. Ihr seht, dann geht auch die Schublade nicht mehr auf. Wir haben jetzt hier auch eine Gießkanne dabei. Danke, Börsner, für diese Gießkanne. Eigentlich bräuchten Jan und ich auch eine eigene Gießkanne. Wir haben nämlich gar keine. Hier unten habt ihr dann auch noch eine 12-Volt-Steckdose. Und hier dann auch noch ja, verschiedenstes Zubehör, wie beispielsweise so Auffahrkeile, die wir jetzt hier in so einem ziemlich praktischen Rucksack haben, wie ich finde. Das ist auch ein wasserfester Rucksack. Das ist sehr gut. Und wir haben jetzt hier auch noch ein weiteres Zelt, was ihr jetzt hier auch noch mal drüber spannen könnt. Die Kleinigkeiten zeige ich euch jetzt alle nicht, genauso wie hier die Abdunklungsmöglichkeiten. Die habt ihr jetzt hier auch, könnt ihr dann jeweils an die jeweiligen Fenster spannen, damit ihr hier auch, damit nichts beschlägt, dass es nicht zu heiß wird, aber auch gleichzeitig verdunkelt wird. Das wird jetzt das Video sprengen, wenn ich euch das alles einzeln zeigen würde, aber was ich euch zeigen möchte, ist vor allem das hier. Ihr habt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Da unten ist die 2,75 Kilo schwere Gasflasche. Die ist gut verstaut. Ich finde, da kommt man auch gut dran. Wenn man jetzt nicht hier gerade alles rumliegen hat wie ich, kriegt man auch wieder ganz gut zu. Die Qualität der Türen ist auch sehr gut. Hier oben habt ihr dann ein bisschen Platz, um eure Klamotten zu verstauen. Beispielsweise hier ist auch immer noch mal so eine kleine, ja, so ein kleiner Schutz, dass da nichts rausfällt. Wenn ich das jetzt hier wieder zumache, habe ich den Schutz zu weit nach vorne gemacht. So, jetzt geht es wieder zu. Und hier unten habt ihr dann auch nochmal ein Fach. Das könnt ihr auch aufmachen. Das zeige ich euch aber gleich, wenn wir das Bett umgeklappt haben. Ihr seht jetzt da schon, ihr habt jetzt hier zusätzlich bei dem Holiday Pack auch nochmal so eine Matratzentopping, so eine Auflage. Wenn wir das Bett gleich umklappen, machen wir das dann raus. Ist auch sehr gut verpackt hier mit diesen Ösen und ich habe das jetzt auch schon mehrmals auf und zu gemacht und hatte jetzt keine Probleme, das irgendwie wieder zusammenzubekommen. Dann zeige ich euch vielleicht mal noch den Boden, den finde ich nämlich super schick. Schaut euch den mal an. Ihr habt da nämlich so ein Parkett, was ich echt schick finde. Hier könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen besser reinschauen. Hier haben wir eben noch die zweite Tür. Und jetzt mache ich hier hinten nicht zu, weil Jan möchte nachher noch von hinten reinschauen. Und wir schauen jetzt mal hier vorne noch an der Seite rein. Ich mache jetzt mal auf und zeige euch dann wirklich alles, was hier drin wichtig ist, von der Küche bis hin zu den Sitzen und vor allem dem Bett und dem Aufstelldach. Kommt mit! Ja, wir haben jetzt hier sehr praktisch nochmal so zwei Filzdinger. Es gibt optional auch nochmal eine Trittstufe hier, die kostet 250 €, auf die würde ich nicht verzichten wollen. Die fehlt mir jetzt hier ein bisschen. Ich muss jetzt hier relativ hoch einsteigen. Ich ziehe aber natürlich auch meine Schuhe aus hier. Ich möchte ja hier den schönen Copa nicht dreckig machen. Und dann schauen wir uns jetzt erstmal hier gemeinsam den Tisch an. Den kann man jetzt hier ganz einfach einhaken. Ich zeige euch gleich, wie das genau funktioniert. Der steht auch relativ stabil, ist aber ein kleiner Kritikpunkt, weil der nicht so gut hier auf dem Boden steht. Weil schaut mal, das finde ich jetzt nicht so gut gelöst. Ihr könnt ihn hier aber dann nochmal befestigen, eben mit diesen Metallösen. Er ist ausreichend groß und auch wenn man die Stühle vorne umdreht, kommt man auch sehr gut dran. Es gibt ja meistens immer kleinere Tische. Was ich nicht so gut finde, im VW California beispielsweise kann man den ja auch in der Tür oder so verstauen. Geht in diesem Fall jetzt leider nicht. Ihr könnt den aber hinten im Kofferraum machen. Da habt ihr gesehen, habt ihr ausreichend Platz. Jetzt würde ich sagen, mache ich den mal raus. Es geht ganz einfach, indem ich hier einmal so hochhebe. Ihr habt es gesehen. Und jetzt kann ich den hier wegklappen. Heißt, ich mache hier einmal auf, mache das runter und habt ihr dann weg. Und ich stelle den jetzt mal kurz raus. Auch wenn ich jetzt keine Schuhe an habe, das war natürlich nicht so clever. Der hat jetzt auch ausreichend Platz hinten noch. Jetzt ziehe ich wieder meine Schuhe aus, war natürlich jetzt logistisch nicht so clever. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist noch da vorne mal die Sitze umdrehen, dass ihr auch mal seht, wie das geht. Dafür kann ich ganz einfach hier vorne an einem Haken drehen. Zeige ich euch mal kurz. Den seht ihr hier. Da muss ich dann vorziehen. Seht ihr das? Und dann kann man den umdrehen.
Ist natürlich wie bei jedem Campingbus immer so eine leichte Fummelarbeit. Das funktioniert jetzt aber relativ gut. So, jetzt haben wir es. So umgedreht, im Urlaub ist es, glaube ich, keine große Sache. Und jetzt mache ich das noch mit dem anderen. So, und jetzt habe ich den auch umgestellt. Das ist manchmal besser, manchmal geht es schlechter. In dem Fall war es jetzt ein bisschen komplizierter. Und ihr seht jetzt, hier kann man eben gemeinsam sitzen, hat hier dann den gemeinsamen Tisch. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist uns erstmal die Küche anschauen und die Kühlbox, bevor ich dann das Bett umklappe. Dafür mache ich jetzt schnell hier oben mal auf, dass Jan auch hier drin stehen kann. Wir haben übrigens eine Stehhöhe von 2,47 Meter. Und es funktioniert jetzt hier ganz einfach. Erstmal habt ihr hier so 2 Dinger, um das abzudecken. Ist ganz praktisch eigentlich, ist auch ein schöner Schutz und sieht auch gut aus. Dann habt ihr hier zweimal solche Ösen. Die Dinger muss man jetzt hier einfach aufklappen, die klappen sich sonst hier wieder rein. Und jetzt kann ich das ganz einfach hochdrücken. Und ihr seht von außen, schaut mal. Da haben wir jetzt unser Aufstelldach. Und jetzt kann man das ganz einfach hochschieben, indem ich so hochdrücke. Und dann brauche ich gar nicht viel Kraft und wir haben jetzt hier diese hydraulischen Hubarme, die das eben so hochschieben. Ich mache übrigens mal das Licht an und kann jetzt hier auch überall, was ich super cool finde, die Leuchten anmachen. Gibt so ein kleines Campinggefühl. Da vorne kann man das auch noch mal, das mache ich auch noch schnell. Und dann ist es schon ganz schön romantisch hier drin, oder? So, was wir jetzt als nächstes machen, ist uns mal die Küche anschauen. Hier haben wir jetzt das Kochfeld mit dem Wasserhahn. 2 Kochfelder, das ist schon mal gut. 3 Kochfelder wäre relativ viel. Hier habt ihr dann eben den Anlasser. Hier habt ihr dann eben das Gas dann nochmal. Gasflasche habe ich euch ja schon gezeigt. Hier habt ihr dann den Wasserhahn. Kommt auch Wasser raus. Habe ich keinen Mist erzählt. Und hier habt ihr auch nochmal einen Abfluss. Wenn ich es wieder zumachen möchte, muss ich hier ganz einfach den Wasserhahn wieder runterschieben und kann jetzt zumachen. Und dann habt ihr hier auch noch eine etwas größere Fläche, um was anderes hinzulegen. Hier kann ich dann auch schnibbeln. Sonst habe ich keine weitere Fläche, um zu schnibbeln, außer eben den Tisch, wenn ich den dort habe. Aber normalerweise habe ich den Tisch ja nicht hier stehen, wenn ich koche. Hier haben wir dann die Kühlbox. Schaut mal, 41 Liter. Gibt es optional beim Buspaket dazu und beim Holiday Pack. Hier in dem Fall das Holiday Pack. Und hier habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit, was zu verstauen. Wir haben jetzt hier übrigens noch das Elektropack dabei, heißt, ihr habt jetzt hier eine 230 Volt Steckdose und noch ein paar mehr USB-Anschlüsse, die zeige ich euch später noch. Hier könnt ihr auch noch was reinschieben und ihr habt bei dem Elektropack auch noch diese Dinger dabei. Einer geht, genau, hier habt ihr nämlich nochmal so extra Lichter, die ihr dann über USB aufladen könnt, da ist es. Finde ich super süß vom Bürsten und die könnt ihr dann abends euch auch nochmal hinstellen für eine bessere Lichtstimmung. Hier unten habt ihr dann auch noch Platz, um was zu verstauen. Ich schiebe das mal hier auf. Sehr viel Platz sogar. Einmal habt ihr hier unfassbar viel Platz für ganz viel Besteck oder auch ja, andere Sachen. Beispielsweise könnt ihr hier auch Kerzen reinmachen oder irgendwie Feuerzeuge und sowas. Und hier unten ist auch nochmal ausreichend Platz für Töpfe und Pfannen. Und die ist auch sehr tief, die Schublade. Heißt, ihr bekommt hier auf jeden Fall auch Töpfe rein. Kann man jetzt hier ganz einfach wieder zufahren. Ja, und jetzt habe ich euch eigentlich alles von der Küche gezeigt. Jetzt zeige ich euch vielleicht noch kurz die seitlichen Fenster. Die könnt ihr so aufmachen. Da hätte ich es ein bisschen besser gefunden, wird man die weiter öffnen können. Man kann ja aber auch hier immer noch die Schiebetür offen lassen, wenn man kocht. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist hier einmal die Übersicht vom Wassertank, vom Schmutzwasser und hier habt ihr auch noch die Stromübersicht. Und hier habt ihr dann auch nochmal die Heizung von Webasto, die kostet auch nochmal Aufpreis. Ich schreibe euch unten in die Beschreibung, wie viel sie kostet. Könnt ihr auf jeden Fall hier auch einstellen. Hier habt ihr eben dann eure ganze Kontrollzone hier und könnt hier verschiedene Einstellungen machen. Hier oben habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, was zu verstauen. Könnt ihr auch was festsuchen. Und hier dann auch nochmal vielleicht Gewürze oder sowas reinmachen. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, weil das ein bisschen wackelig hier aussieht. Was wir jetzt als nächstes machen, ist das Bett hier umklappen. Und ich denke, dafür müsste Jan wieder raus. Und da kann ich schon mal sagen, davon war ich begeistert, weil das funktioniert wirklich sehr einfach und auch sehr intuitiv. Was muss man machen? Man zieht jetzt hier erstmal an diesem Element und schiebt die Bank hier ein bisschen vor. Man kann die auch noch weiter vorziehen, indem man dann hier hochklappt. Und damit habt ihr jetzt das Ende des Bettes schon mal gebaut. Wenn ihr das hier jetzt umklappt, das mache ich jetzt auch, dann muss ich mal kurz an euch vorbei. Und dann hier das Bett runterklappen. Und dann habt ihr hier die zweite Fläche und die dritte Fläche. Da könnt ihr vielleicht mal von hinten schauen. Die bauen wir auch noch gemeinsam auf. Einmal mache ich das hier auf.
Das ist ja das Matratzentopping, was wir haben. Das nehme ich jetzt mal hier zu mir. Und hier könnt ihr einfach runterklappen und dann habt ihr eben hier dieses ganze Bett. Hier dann auch nochmal so einen kleinen Schutz an der Seite, so ein Kissen, was es dann extra dazu gibt. Das kann man sich hier reinlegen, dass man hier jetzt auch nicht runterpurzelt. Und jetzt mache ich noch schnell das Topping drüber, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Ja, und jetzt habt ihr euer Bett, könnt es natürlich auch noch beziehen, beziehungsweise ich würde euch empfehlen, dass ihr das bezieht. Und das ist super bequem und vor allem könnt ihr dann da aus dem Fenster rausschauen. Ein kleiner Kritikpunkt ist nur, dass ihr das leider nicht aufmachen könnt. Aber sonst fühle ich mich hier schon ziemlich wohl. Das ist ganz schön cool, hier auf jeden Fall hier zu liegen. Ach, da hinten seid ihr. Was ich euch jetzt zeige, ist noch das Dach oben, beziehungsweise wie es sich anfühlt, da oben zu liegen. Und ich würde sagen, soll ich dafür wieder einklappen, Jan, oder kommst du so hoch? Dann würde ich sagen, gehen wir mal gemeinsam hoch. Ich mache das jetzt hier wieder runter. Kinder können unten schlafen, Familie schläft dann oben. Und ihr guckt mal noch von draußen, denn ich mache jetzt hier erstmal die Fenster auf. Einmal. Zweimal. Und hier ist mega cool und das ist für mich ein absolutes Plus. Ihr könnt den komplett aufmachen. Ging nämlich beim Crosscamp oder auch bei Marco Polo und beim VW California meines Wissens nicht, dass es komplett aufgeht. Und auf der anderen Seite geht es auch noch. Und jetzt habt ihr es hier echt gemütlich. Jetzt kommt er mal mit hoch und wir schauen mal, wie es hier oben ist. Ich hoffe, Jan kommt jetzt hierher. Hallöchen. Das ist schon ziemlich cool, oder? Also vor allem hier in der Location bei uns in den Reben, mega geil. Ihr habt hier eine schöne Rundumsicht, ihr habt vor allem Frischluft, ihr könnt vorne auch komplett aufmachen, wenn ihr das wollt. Und das ist doch der echte Campertraum, oder? Mega, mega cool. Was hier oben so ein bisschen fehlt, sind vielleicht noch die ein oder andere Leuchte, die man sich anmachen kann. Da sehe ich jetzt hier keine. Was man aber hat, ist hier noch eine kleine Ablagefläche, da kann man noch irgendwas hinlegen, wenn man möchte. Aber sonst war es das hier oben eigentlich. Lattenrost vielleicht auch noch, das sind so Tellerfedern, die sehr bequem sind. Nach unten hin habt ihr aber Holz, das ist jetzt nicht irgendwie was sehr luftdurchlässiges, das hätte ich auch noch ein bisschen besser gefunden. Aber am Ende erzähle ich euch einen Preis, der schlägt echt einiges, der ist super gut. Und dann sprechen wir nochmal drüber, über Qualität und vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Muss natürlich auch noch ein bisschen jung sein, die Jüngste bin ich ja jetzt nicht mehr, aber was wir jetzt als nächstes machen, ist hier alles nochmal zusammenklappen und anschließend zeige ich euch vorne noch die Fahrerkabine, dann fahren wir noch eine Runde und dann gibt es ein Fazit und ich zauber euch noch den Preis, wie viel der kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und erstmal möchte ich euch die Sitze zeigen, denn die sind das Wichtigste für mich, wenn wir in den Campingurlaub fahren, weil wir fahren meistens so an die 10 Stunden am Stück. Jan fährt, ich bin eine Beifahrerin und das sind Sitze natürlich super wichtig. Und die sind in diesem Fall sehr bequem, haben jetzt hier an der Seite eine sehr weiche Polsterung. Hier oben ist es sehr weich gepolstert, ihr habt auch ausreichend Platz für den Rücken und auch für den Po. Das ist natürlich immer wichtig, dass ihr da breite Flächen habt. Hier unten können vielleicht noch ein bisschen mehr Seitenhalt sein. Der Stoff ist auch sehr angenehm auf der Haut und was ich besonders gut finde, sind diese Armauflagen, diese Busfahrer-Armauflagen. Die sind total bequem, da kann man sich so reinfläzen, wie in einem Sofa. Tipptopp, beziehungsweise auf einer Couch, finde ich sehr, sehr gut. Nur die Kopfstützen sind ein bisschen schmal, aber auch trotzdem sehr gut gepolstert und könnt ihr eben auch in der Höhe verstellen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist mal in die Tür gucken und da habt ihr sehr viele Ablageflächen, unten sehr viel Platz, in der Mitte sehr viel Platz, oben auch nochmal Münzfach, kriegt da alles unter, was ihr schnell mal per Hand haben müsst, vor allem als Beifahrer, Geldbeutel, Getränke, Brötchen, Schnittchen für den Mann, der so lange fährt. Also in der Tür gibt es echt nichts, was ich vermisse. Es ist sehr viel Hartplastik, ist aber auch gut, weil es ist robust, vor allem eben für so Campingausflüge, wenn da mal was dreckig wird oder nass wird, ist es gar kein Problem. Hier hinten haben wir übrigens noch 2 USB-C-Anschlüsse, beziehungsweise 2 USB-Anschlüsse, so ein Quatsch. Die sind dann auch nochmal extra in dem Paket, von dem ich euch erzählt habe. Ist ganz praktisch, weil ihr da nochmal irgendwas laden könnt, Handy oder sonst was. Vorne habt ihr dann noch 2 Cup-Holder. Ich komme mit euch mal vor, dass ihr das seht. Hier ist ein Cup-Holder, beziehungsweise eine Flasche kann man hier so reinstellen. Cup-Holder. Hier habt ihr nochmal sehr viel Ablagemöglichkeiten. Hier passt ganz viel rein. Hier dann auch nochmal. Hier dann übrigens auch nochmal ein USB-Anschluss und eine 12-Volt-Steckdose. Heißt, ich kann mein Handy auch hier vorne direkt anschließen. Und das ist schon mal echt gut. Hier dann auch noch ein großes Handschuhfach. Da ist dann auch ausreichend Platz noch drin. Und vor allem hat man als Beifahrer sehr viel Platz im Fußraum. Das finde ich sehr gut und hier in der Mitte ist auch super viel Platz. Man kommt ja auch recht einfach durch, auch wenn man jetzt nicht die schmalste Person ist, ist ja auch immer wichtig in so Camper-Vans. Ich gehe mal kurz hier
und euch nach hinten. Ich komme hier jetzt sehr elegant durch, muss nicht mal seitlich irgendwie hin. Das ist schon ziemlich praktisch und ihr habt auch eine sehr große Handbremse, die haben wir auch gerade hier angezogen, weil wir stehen ja hier am Berg und wollen nicht, dass wir wegrollen. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen jetzt hier noch über alles andere Wichtige, bevor wir losfahren. Ganz schnell fort. Lenkrad ist sehr weich gepolstert tatsächlich, liegt gut in der Hand. Sehr angenehm, in der Mitte das Vorzeichen. Hier habt ihr alles für die Sprachsteuerung. Hier habt ihr alles für den Limiter und für die Assistenzsysteme. Könnt auch die Musik lauter und leiser machen bzw. muten. Und da vorne habt ihr dann die Informationen und das kleine TFT, was ihr da habt. Könnt euch dann hier noch verschiedene Informationen anzeigen lassen, Einstellungen, das Gerät, was verbunden ist, Musik, Navigation, Assistenzsysteme und hier auch nochmal die Geschwindigkeit, also alles, was man braucht, plus den Verbrauch. Da seht ihr schon eine kleine Sneak Peek, wie viel wir verbraucht haben. Ich erzähle aber später bei der Fahrt noch ein bisschen mehr dazu. Dann sprechen wir jetzt noch kurz über dieses Infotainment-System hier in der Mitte und das hat eigentlich alles, was ich brauche. Ich brauche gar nicht so viel beim Camping. Wenn man sich jetzt beispielsweise so Marco Polo anschaut, hat man hier natürlich viel mehr Technik drin. Schaut doch gerne mal mein anderes Review. Das ist natürlich Geschmackssache. Für mich reicht das ja auch vollkommen aus. Wenn ich jetzt hier auf Audio klicke, haben wir ja alles zum Radio, Telefon, haben wir jetzt hier Apple CarPlay, Android Auto, wie wir es verbinden können. Hier sind auch schon einige verbunden gewesen. Navigation haben wir jetzt hier auch in dem Fall, können jetzt hier auch ganz einfach suchen. Mobile Apps haben wir jetzt auch, hier habe ich es euch erzählt. Gerät verbinden geht ganz einfach und hier habt ihr auch noch verschiedene Einstellungen. Und das war es eigentlich auch schon. Habt ihr Updates, die ihr machen könnt, habt ihr auch nochmal die Sprachsteuerung, die ihr einstellen könnt, ein paar Einstellungen zum Fahrzeug. Und das war es jetzt schon. Mehr gibt es eigentlich gar nicht, was ich hier euch zeigen kann. Ihr habt hier dann auch noch meinen Drehregler für Audio, hier dann auch noch für Tune. Heißt, ihr habt jetzt hier keinen digitalen Schnickschnack. Habt hier auch noch mal eine Klimaanlage, die ihr auf- und anmachen könnt. Und habt hier, jetzt schaut erst noch die Klimaanlage, hier ist die Klimaanlage. Und habt hier dann auch noch die Lüftungsrichtung, wie ihr sie haben möchtet. Und hier habt ihr noch die 2 Modi. Und zwar ist es einmal Eco und einmal normal. Da sprechen wir dann gleich bei der Fahrt drüber. Jetzt würde ich aber sagen, quatsche ich nicht mehr so lang und wir fahren jetzt gemeinsam los. Kommt mit! Bevor wir jetzt aber losfahren, klappe ich noch das Dach zu und schau mal, wie einfach oder wie schwer das geht. Das ist ja immer manchmal so eine Fummelarbeit, manchmal auch nicht. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und erstmal muss ich die Fenster jetzt hier zumachen auf allen Seiten. So, das geht schon mal ganz einfach. Das hier kann man jetzt auch relativ einfach runterziehen. Da muss ich jetzt aber auf den Sitz klettern. Ich muss mich jetzt hier ziemlich stark dran hängen und ihr seht es jetzt nicht, aber ich hänge jetzt mit meinen 50 Kilo kompletten Körpergewicht da dran. Da geht es irgendwann runter. Ich bin jetzt echt gerade wie in so einem Luftballon gehangen. Jetzt seht ihr schon, das muss man jetzt hier noch ein bisschen auf die Seite verstauen. Und dann kann man jetzt hier einfach die Ösen reinklappen. Da muss ich es wieder hoch machen und die Öse, dass die hier draußen ist. Aua, jetzt habe ich mir den Nagel abgebrochen. Sehr gut. So, hier habt ihr es jetzt einmal so. Runterziehen, draufklacken. So, ist es zu. Hier könnt ihr es dann auch nochmal reinklicken. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Seht ihr das? Hier runter, einhaken, hochklicken und hier wieder rein. Und schon können wir losfahren. Meistens macht Jan so eine Aufgabe. Ich halte mich dann immer raus und trinke ein Weinchen oder ein Bierchen in der Zeit. Das machen wir jetzt auch noch hier drüber. Das ist für hier drüben. So, ist das auch jetzt hier versteckt. Und dann können wir losfahren, würde ich sagen. Kommt mit. Wir fahren jetzt hier los in den Sonnenuntergang und starten erstmal unseren Bürstner Kopper hier mit einem klassischen Schlüssel noch. Wir haben hier übrigens einen zweiten Schlüssel noch für die Standheizung. Lenkrad sitzt gut jetzt hier bei mir in der Hand. Man kann auch noch die Höhe bzw. die Länge verstellen, was ich mega finde. Heißt nach oben, nach unten und auch zu mir und rein. Das gibt es bei der Konkurrenz manchmal nicht. Und vor allem für mich in meiner Körpergröße ist das ganz praktisch, weil bei mir muss das Lenkrad immer ganz weit drin sein. Sonst hängt mir das irgendwie zu sehr unterm Kinn und ich bin wie so ein Lenkradbeißer. Hier ist übrigens auch noch ein USB-Anschluss und eine 12-Volt-Steckdose, die habe ich euch nicht gezeigt. Und hier habt ihr dann auch nochmal das ESC, was ihr ausmachen könnt. Wenn ihr euch ja festgefahren habt, könnt ihr das eben nutzen. Jetzt gehen wir mal in den Rückwärtsgang und ich wollte euch noch die Rückfahrkamera zeigen. Na, wo ist sie? Da ist sie, schaut mal. Die ist ganz gut, das ist jetzt nicht die beste, aber sie hilft euch trotzdem beim Rückwärtsfahren. Hier ist sie jetzt. Ihr habt hier oben dann auch noch mal einen kleinen Piepser, der euch eine Übersicht gibt. Das ist in Ordnung, das ist besser als nichts und finde ich absolut gut. Wenn wir jetzt hier runterfahren, gehen wir in D.
Hier unten seht ihr dann immer, in welchem Gang ihr seid. Da habt ihr übrigens auch die Übersicht, wie viel Tank ihr noch habt. Und dann fahren wir jetzt gemeinsam los. Parkbremse habe ich jetzt schon gelöst. Und geil ist jetzt halt hier, ich sitze halt total hoch und es ist vor allem ein Auto, was mit den Ausmaßen eigentlich fast zu 100% alltagstauglich ist, bis auf eben die Höhe. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Unter 2 Meter wäre auf jeden Fall deutlich besser. Aber ich habe hier eine gute Rundumsicht. Und vor allem ist es nicht zu breit. Ich komme auch hier jetzt durch die schmalen Rebgassen ganz gut. Man kann damit auch überall beim Camping irgendwie sich mal ein bisschen heimlich hinstellen, kann undercover hier pennen. Vor allem kann man auch unten pennen, was ja total der Vorteil ist, weil in manchen Ländern darf man ja auch nicht wild campen und Jan und ich machen das ab und zu. Deswegen wäre das hier auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Jetzt habe ich euch ja noch gar nicht erzählt, was wir hier für ein Getriebe haben. Wir haben jetzt ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Serienmäßig gibt es eine Handschaltung. Das hier müsstet ihr dann für 1.190 € aufpreispflichtig dazu buchen. Es gibt den auch nochmal mit 185 PS. Dann hat er ein bisschen mehr Bums. Aber mir reichen die 130 PS hier vollkommen. Ich habe irgendwie gar kein Problem, wenn ich hier auf den Berg hochfahre. Fühle mich sehr wohl damit, deswegen bräuchte ich gar nicht die größere Motorvariante. Was natürlich mega geil ist, ihr habt jetzt hier einmal einen 70-Liter-Tank Diesel plus ihr habt nochmal einen 21-Liter-Tank AdBlue. Bedeutet, ihr habt hier wirklich viel Reichweite, müsst auch nicht so oft tanken gehen. Ihr seht jetzt hier auch den Berg rauf, es ist gar kein Problem, der hat echt Druck. Wundert mich mit 130 PS. Ist halt ein Diesel, hat viel Drehmoment von unten heraus. Die genauen Daten habe ich leider nicht herausgefunden, aber ihr habt hier einen 4-Zylinder, 2 Liter Diesel und der ist gut, der ist super und vor allem war der Verbrauch auch sehr interessant. Da vorne auf der Uhr steht zwar 8,9 Liter im Durchschnitt pro 100 Kilometer, wir sind eher so in Richtung 8 Liter gefahren, das ist gut. Vor allem eben, wenn man längere Strecken fährt und für mich wäre da auch immer ein Diesel auf jeden Fall die richtige Wahl. Und jetzt, wenn wir jetzt herumfahren, merken wir auch, dass die Federung hier total komfortabel ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie zu straff abgestimmt ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich hier irgendwie unwohl fühle und auch wenn ich hier irgendwo drüber fahre, ist es echt schon richtig gut, vor allem durch die französischen Straßen, durch die wir immer fahren, kann ich mir das gut vorstellen. Meistens ist Jan ja Fahrer, er ist einfach der bessere Fahrer, vor allem der bessere Langstreckenfahrer. Aber ich fühle mich hier drin schon sehr wohl, vor allem eben hier mit der Automatik, die mega gut ist. Jetzt schaut mal, da vorne wird es jetzt ein bisschen eng. Jetzt schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Ich muss jetzt hier ein bisschen hochfahren. Wir kommen jetzt auch nirgendwo dran. Bei dem Active-Paket habt ihr übrigens dann unten an den Stoßfänger nochmal so Rohre, die euch ein bisschen schützen, dass ihr euch da nichts zerbiegt. Ist natürlich auch praktisch, kostet ein bisschen Aufpreis, aber ich schreibe es euch unten in die Infobox. Und ja, ich fühle mich hier schon richtig wohl. Die Lenkung ist auch sehr komfortabel. Die ist tendenziell ein bisschen weicher, aber das ist ja bei so einem Van total angenehm. Die ist nicht zu straff. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir das Lenkrad irgendwie jetzt herumschlägt, wenn ich mal über so einen Poller fahre. Und das ist echt gut. Ich bin echt super happy. Was wir jetzt noch machen, ist mal schauen, was hier für ein Wendekreis ist. Es parken hier natürlich Autos, aber wir gucken jetzt mal trotzdem und ich schlage jetzt hier mal ein und ihr seht, das ist okay. Ich kann hier eigentlich ganz gut rumfahren, bin jetzt hier im Rückwärtsgang, auch rückwärts berghoch funktioniert super gut. Also ich fühle mich echt wohl und ich bin jetzt niemand, der oft große Autos fährt und so groß kommt er mir gar nicht vor. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir wieder zurück. Ich setze mich jetzt da oben nochmal ins Dach, genieße die Aussicht und dann erzähle ich euch noch, was der Bürstner Kopper jetzt so kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und wenn ihr sehen würdet, was ich gerade sehen kann, so ein schöner Ausblick und das ist wirklich halt das Geile, ihr habt bei dem Auto super viel Flexibilität, weil ihr könnt ihn einfach als normales Pkw benutzen. Das ist ein ganz normales Auto, ihr könnt damit auch zur Arbeit fahren, ihr habt hier keinen Wohnwagen, ihr habt hier kein Wohnmobil, sondern ihr habt hier einen Van und deshalb liebe ich Vans vor allem eben mit einem Aufstelldach, weil ihr könnt überall hin spontan fahren, ihr könnt auch überall hin spontan übernachten, wenn ihr mal zu viel getrunken habt oder wenn ihr Urlaub machen wollt und könnt da vor Ort pennen. In diesem Fall bis zu 4 Personen, unten 2, hier oben 2. Absoluter Traum, heißt, es ist auch was für kleinere Familien. Ich glaube, ich muss jetzt langsam hier runter, was total schade ist, weil die Aussicht ist echt super schön. Und ich kraxle jetzt mal hier runter. Nachteil ist natürlich bei Vans, die sind jetzt nicht so komfortabel wie beispielsweise Wohnwegen, beziehungsweise eben auch Wohnmobile, weil ihr habt hier keine Toilette. Das fehlt mir beim Alltag, beim Campen leider immer ein bisschen. Ich brauche ein Klo, aber ich glaube, wenn ihr gerade einen Van sucht, wisst ihr um diese Problematik. Und wenn man sich jetzt andere Wettbewerber anschaut, wie beispielsweise den Marco Polo, der ist natürlich ein bisschen besser ausgestattet. Der hat beispielsweise auch ein elektrisches Aufstelldach oder auch den VW California, den ich euch ja auch schon vorgestellt habe, wo ihr beispielsweise den Tisch auch in der Tür verstauen könnt, beziehungsweise hinten dann auch noch die Stühle in der Heckklappe. Die haben so ein paar Kniffe, die bringen viele Vorteile mit sich, aber die kosten auch deutlich mehr.
Was der Bürstener Cooper ist, ist auf jeden Fall ein richtiger Preisschlager, denn er beginnt ab 39.990 €. Das ist ein super guter Preis und so voll ausgestattet, wie er jetzt hier steht, kostet er gerade mal knapp über 50.000 € und da bekommt ihr alles, was das Camperherz begehrt. Ihr habt da drin einen Kühlschrank, ihr habt 2 Betten, ihr habt eine Küche, ihr habt einen Wassertank, ihr habt einen Stromzugang. Mega geil, oder? Und eine Standheizung in dem Fall auch nochmal optional dazu. Der Crosscamp beginnt beispielsweise bei 45.000 € und der Marco Polo bzw. der VW California beginnen ja schon ab knapp über 60.000 €. Das heißt, sie sind fast doppelt so teuer. Falls euch das trotzdem zu teuer sein soll, dann könnt ihr gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Abonniert den Kanal, hier seid ihr bestens informiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder freuen. Bis dann!